Ja, Buhmann? Ja, Herr Prinzelmeier. Ja, wir treffen uns ja dann morgen, ne? Wegen dem Bewerbungsgespräch für den Product Manager. Was? Ach, Sie können nicht? Ja, das ist ja schade. Also, Sie schicken eine Kollegin, Frau Zielinski. Zielinski, ja. Dann sollte Frau Zielinski dann morgen hier bei mir vorbeikommen. Bis dann. Tschüss. Frau Zielinski. Naja. Entschuldigung, Chef, die Frau Zielinski ist da. Ja, soll reinkommen. Ja. Zielinski. Buhmann, ja. Bitte setzen Sie sich. Danke. Zielinski, das klingt ja irgendwie polnisch, ne? Ja, genau. Mein Großvater. Sie sind auch noch nicht so lange bei der Fluitronik, oder? Ein halbes Jahr jetzt. Weil da kennen Sie ja noch nicht so richtig mit Pumpen aus, ne? Und was wir hier so groß machen. Es ist ganz gut, dass Sie dann also hier mal bei uns sind, hier in der Niederlassung, weil, ja, da können Sie richtig noch was lernen. Also, für unsere neue Pumpe, die Flow Service Ultra, suchen wir Product Manager. Und der Product Manager, ja, der muss richtig was können, ne? Also da ist ganz wichtig Erfahrung. Erfahrung ist das A und O. Sehen Sie, Pumpen ist was ganz Tolles. Also Pumpen sind nicht trivial, wie das viele denken würden. Ganz und gar nicht. Eine Pumpe, da ist richtig Technik hinter. Ne? Wir brauchen gute Leute, richtig. Also das muss auch ein harter Arbeiter sein. Ne? Einen guten Mann brauche ich da. Oder eine Frau. Ja, aber schauen Sie, eine Frau, die mit 30, dann wird die mir schwanger. Das geht doch nicht. Die ist doch nicht belastbar. Das macht keinen Sinn. Nein. Also Frauen kommen, das passt nicht. Okay, also selbst in diesem Falle gibt es ja auch für den Mann die Elternzeit. Was? Nein, das hat es früher nicht gegeben. Also solche Leute würde ich ja gar nicht einstellen. Also ich brauche Leute, die richtig arbeiten können. Da geht keiner in Elternzeit. Wo kommt man da hin? Also Sie wissen jetzt ungefähr, wen wir da haben wollen. Technik ist wichtig, das ist das Entscheidende. Alles andere ist sekundär für mich. Das ist das Wichtige. Erfahrung, Technik, Ingenieur. Richtiger Ingenieur. Ich denke, wir sind uns da einig und dann denke ich, können wir jetzt auch zu den Bewerbern gehen, ne? Ja, einig sind wir uns jetzt nicht, aber gehen wir rüber. Ja, Herr Franke, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Buhmann. Wir haben ja jetzt hier das Bewerbungsgespräch und zwar geht es um den Produktmanager für unsere neue Pumpenserie, die Flow Service Ultra. Ne? Ich stelle Ihnen mal kurz die Frau Zielinski vor. Zielinski von der Personalabteilung aus der Zentrale. Ja. Ich möchte auch erstmal sagen, ich bin sehr froh, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann. Und bei Ihnen natürlich, Frau Zielinski. Also, die Fluitronik AG. Die Fluitronik AG wurde gegründet 1918 und zwar von Hugo von Brammenberg. Das Wasser war unten und die Pumpe war oben und jetzt der Berg war da oben und die Pumpe und man musste halt versuchen, das irgendwie hoch und das war schwierig. Dann kam ja der Zweite Weltkrieg. Aber sein Sohn Tim von Bramberg, der hat dann die neuen Sachen eingeführt. Und heute ist die Fluitronik AG, ja, kann man schon sagen, Technologieführer mit höchstem Anspruch an Innovation und Qualität. Ja, ich weiß das natürlich. Sie wussten es. Ja, Herr Buhmann, ja, natürlich. Ja. Müssen Sie noch lernen, aber kommen Sie noch hin. Wir stellen her die Pumpen für morgen. Wie ist unser Leitspruch? Life is fluid. Sie haben es wohl schon gewusst. Ich habe natürlich heute extra auswendig gelernt. Gelesen, Sie haben sich vorbereitet. Super. Der kommt bestimmt von Ihnen, Herr Buhmann, oder? Ja, richtig. Also ich habe da mitgearbeitet. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich komme noch ein bisschen zu Ihnen. Was haben Sie so gemacht? Ja, mein Werdegang ist ein bisschen spezieller. Ich war zuerst bei der Bundeswehr, Panzergrenadierer, habe dann aber gesagt, nee, da möchte ich nicht hin, ich möchte mich weiterentwickeln, habe dann eine Ausbildung zum Care-Techniker gemacht und habe dort auch den Umgang mit Pumpensystemen gelernt, wollte mich dann wieder weiterentwickeln, das heißt, ich hatte sehr viel Motivation, die Karriereleiter aufzusteigen, deswegen sitze ich natürlich auch heute hier bei Ihnen. Habe dann mein Abitur nachgeholt an der Abendschule in Trier, bin danach sofort an die FH Trier und habe dort meinen Bachelor in Maschinenbau abgeschlossen mit Schwerpunkt Pumpentechnik und Strömungstechnik. Ach was. Dann bin ich anschließend 2 Jahre in Pakistan gewesen, habe dafür ein renommiertes Unternehmen
Kläranlagentechnik gearbeitet und dort unter anderem ja auch eine Zerstörung eines Pumpensystems verhindern können durch Konvention. Ja, das ist doch super. Also da kann man doch Ja, was jetzt bin ich hier mit besten Empfehlungen und denke, dass ich hier sehr gute Chancen habe, natürlich unter Ihrer Leitung weiterzukommen. Also der Junge, der kennt sich mit Pumpen aus. Genau, richtig, Herr Buhmann. Sie verstehen mich. Ja, also mich interessiert, Ja. wie würden Sie denn mit schwierigen Persönlichkeiten umgehen? Was ist denn das für eine Frage? Also, wir haben ja hier keine schwierigen... Haben Sie nicht noch was anderes? Das ist ja gar nichts. Ja, zum Beispiel, wie würden Sie denn mit der Situation umgehen, wenn Sie merken, Ihr Vorgesetzter ist nicht so kompetent, wie Sie das erwartet hätten? Also, solche Fragen... Frau Zielinski, also ich glaube, ich muss Herr Buhmann zustimmen. Also, Zielinski. ich würde auch gerne mal ein bisschen nach dem Gehalt fragen, ne, Herr Buhmann? Da können Sie bestimmt eine super Zahl nennen. Ja, ich denke, das ist kein Problem, dass wir darüber sprechen. Normalerweise haben wir für die Position 50.000, aber... Können wir schon mal 55.000 anfangen, Ja, ne? sind wir uns einig, das passt, ne? Das kriegen wir auch durch, das war bei der Zentrale, das ist, denke ich... Herr Buhmann, super. Ja, haben Sie sonst noch Fragen? Ich wollte Ihnen noch sagen, Herr Buhmann, ich bin echt ein großer Fan von Ihnen. Ich habe auch Ihr Lebenslauf studiert, natürlich, und habe Sie bei Xing bereits abonniert und habe Ihnen auch schon vor dem Bewerbungsgespräch eine Freundschaftsanfrage geschickt. Also, wenn Sie im Thema Burschenschaften integriert sind, können wir uns natürlich mal gerne... Freue ich mich drauf, super. Danke. Ne? Also ich denke, da haben wir den richtigen. So, Herr Lindemann, ein herzliches Willkommen an Sie. Mein Name ist Zielinski, das ist der Herr Buhmann. Wir werden Ihnen gleich ein paar Fragen stellen und es wird alles ganz entspannt laufen, also antworten Sie einfach ganz ohne Stress. Ihr Lebenslauf ist wirklich beeindruckend, lässt auch schon erschließen, dass Sie technisch absolut geeignet sind für diesen Job. Ja, das schauen wir jetzt erstmal noch, ne? Also, sehen wir ja dann. Okay, gut. Genau. Aber was mich interessieren würde, ist, wie Sie mit Menschen umgehen. Denn dieser Job ist natürlich auch bekannt dafür, dass verschiedene Abteilungen zusammenarbeiten müssen. Das wäre dann Ihre Aufgabe, die Menschen zu connecten. Genau, und meine erste Frage ist, wie gehen Sie denn mit schwierigen Persönlichkeiten um? Ich versuche grundsätzlich immer den offenen Dialog zu suchen, um dann auf professioneller Basis mit den Menschen kommunizieren zu können. Dann wäre meine nächste Frage direkt. Wie würden Sie denn damit umgehen, wenn Sie merken, Ihr Vorgesetzter hat nicht die Kompetenz, die Sie sich eigentlich wünschen würden? Ja, jetzt ist aber gut hier. Was sind das für Fragen? Das brauchen wir doch gar nicht. Mich interessiert viel mehr, wie es mit der Erfahrung aussieht. Also, erzählen Sie mal ein bisschen was Sie da so gemacht haben. Was für Ahnung haben Sie denn vom Pumpen? Ich habe erst an der RWTH studiert, im Regelstudiengang, meinen Master auch gemacht in Verfahrenstechnik und habe danach 2 Jahre in den USA, unter anderem bei Siemens gearbeitet. Ja, bin dann über die Connections meines Vaters auch in China. Ist der in der Mafia oder was? Ich glaube, Sie meinen Triaden. Über die Handelsbeziehungen meines Vaters konnte ich dann... Bei den Triaden? Mein Vater ist Kaufmann im Bereich von Maschinen, Großindustriemaschinen. Ich fange mal an, Ihnen so ein bisschen die Fluidtronik auch nochmal zu erklären. Wir fangen an im Jahr 1918. Da hat Hugo von Brammenberg und dann 1945. Es war wieder kurz nach dem Krieg. Das war Tim von Brammenberg. Und daraus ist dann wirklich der Technologieführer heute geworden. Der Technologieführer mit höchstem Anspruch an, Sie wissen es nicht, Sie wissen es auch nicht, klar, Innovation und Qualität. Unser Wahlspruch, unsere Vision ist, Life is fluid. Life is fluid. Haben Sie noch Fragen? Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, und zwar, was ist Ihre persönliche Vision? Meine persönliche Vision? Ja, klar. Life is fluid. Was sonst? Life is fluid. Ja, mir ist das schon bewusst, dass Life is fluid seit 1992 der Leitspruch des Unternehmens ist. Aber ich wollte gerne wissen, was ist Ihre persönliche Vision für die Abteilung? Ja, das Gleiche. Ich arbeite hier seit 20 Jahren. Life is fluid. Natürlich, da stehe ich zu. Life is fluid. Gut, meine letzte Frage wäre dann... Ja, wird auch Zeit, ne? Was würden Sie mit Ihrem Leben tun, wenn Sie nicht arbeiten müssten? Ich würde meine Ressourcen nutzen und für humanistische Zwecke. Und ja, ich denke, dann haben wir es heute, ne?
Vielen Dank. Wir werden uns irgendwann dann bei Ihnen melden. Genau, in den nächsten 14 Tagen dann.